Wer in Salzgitter-Ringelheim im Gutshof nahe der Kirche St. Abten und Sennen einkehrt, dem ist er sicherlich schon aufgefallen. Der Taubenturm. Doch nur wenige kennen die vielseitige Geschichte des Gutshofes und seines Taubenturmes. Der Ringelheimer Taubenturm wurde eigentlich als Abschluss aller Gutsgebäude hier mitten auf dem Hof erbaut. Das Kloster Ringelheim ist ja schon 941 gegründet worden, aber Ende des 16. Jahrhunderts, nämlich 1592, insgesamt mit allen Gebäuden abgebrannt. Danach kam der Dreißigjährige Krieg und nach dem Dreißigjährigen Krieg musste alles erst neu aufgebaut werden. Und erst Ende des 17. Jahrhunderts, als alle wichtigen Gebäude fertig waren, konnte man sich endlich an die etwas schöneren Gebäude machen, und das war eben der Taubenturm, den Abt Schlichting 1710 mitten auf dem Gutshof errichtete, um dort Tauben zu züchten für die Fastenzeit. Denn die Mönche durften Taubenfleisch auch während der Fastenzeit essen, weil die Taube ja als Inbegriff des Heiligen Geistes galt. Im Jahre 1748 baute dann Abt Freihoff an diesen Taubenturm ein Gebäude, das als Schule für die katholischen Kinder dienen sollte. Dadurch erhielt das Ganze den Eindruck einer kleinen Kapelle. Diese Schule wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts genutzt. Im Jahre 1803 wurde das gesamte Kloster Ringelheim säkularisiert und erhielt einen weltlichen Gutsherrn, den Grafen von der Schulenburg. Die katholischen Kinder gingen aus dem Anbau des Taubenturms in eine neue katholische Schule, und der Taubenturm stand von dem Augenblick lange Zeit hindurch leer, bis man in den eigentlichen Turm eine Decke einzog und so einen Gefängnisraum schuf und dort die Delinquenten aufbewahrte, bis sie nach Liebenburg zum Amtsgericht gebracht wurden. Während der Nazizeit diente der Taubenturm der Hitlerjugend als Treffpunkt. Nach dem Kriege wurde dieser Taubenturm zur Aufbereitung des Wassers für die Lungenheilstätte benutzt, und schließlich stand er viele, viele Jahre leer, bis im Jahre 1997 sich die AG Taubenturm gründete, die sich zur Aufgabe machte, diesen Taubenturm wieder schön herzurichten. Seit 2013 können Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner hier standesamtlich heiraten. Denn der Anbau ist das zweitbeliebteste Trauzimmer Salzgitters nach Schloss Salda. Alleine 2019 ließen sich hier 50 Paare trauen. Was für eine wechselhafte Geschichte!